Natürlich ist es auch immer interessant zu sehen, mit was oder wie die Menschen dort vor Ort so leben. Ich meine, das waren weiße Sambier, die kommen ursprünglich aus Simbabwe und dort sind sie natürlich geflohen, mehr oder weniger, weil Simbabwe ja um die Jahrtausendwende irgendwie einen weißen Farmer nach dem anderen enteignet hat. Und irgendwann war das zu viel und auch zu gefährlich. Also der Stewart selbst wurde als Jugendlicher dort öfter gewalttätig dazu gezwungen, das Land zu verlassen, und irgendwann sind sie halt gegangen. Und die haben sich dann ohne alles in Sambia niedergelassen und wieder eine Farm aufgebaut. Die wurden in Simbabwe völlig enteignet. Also alles, was die Eltern dort aufgebaut hatten, war weg. Und jetzt, 20 Jahre später, hat er eine Farm mit 4000 Hektar, wovon 2000 Hektar permanent bewirtschaftet sind. Mais, Avocados, Getreide, also wieder von Null angefangen und beschäftigt mittlerweile zur Hochsaison, wenn dort Ernte ist, wieder 700 Menschen. Also gibt denen Arbeit. Und so sehr die Simbabwer das glauben, heute auch nicht mehr, aber damals, das kann niemand, der einfach dort eingesetzt wird. Also da musst du familiär für gemacht sein, Erfahrung haben, die Planung im Kopf. Und ich finde es cool, wenn solche Leute eben nicht in die USA oder Kanada oder Europa fliehen, sondern in Afrika bleiben und dort Arbeit schaffen. Die weißen Farmer, die werden immer schlecht gemacht, das seien Rassisten und Sklaventreiber, und die behandeln mit Sicherheit auch nicht alle ihre Mitarbeiter nach europäischen Standards, und die kriegen auch keinen Mindestlohn. Aber wenn die nicht da sind, dann ist auch keine Arbeit da. Naja, die haben sich das alles wieder aufgebaut, und die werden aber immer noch von den mehrheitlich schwarzen Regierungen auch diskriminiert. Das beruht auch auf Gegenseitigkeit, aber es herrscht schon ein starker Rassismus zwischen Weiß und Schwarz, der in Afrika meistens umgekehrt ist. Also nur weil du da ein erfolgreicher Unternehmer bist, brauchst du nicht meinen, dass du da irgendwelche Sonderrechte kriegst. Aber wir haben da eine Situation erlebt, das konnten wir kaum glauben. Der Stewart hat 2000 Tonnen Mais geerntet und in seinem Lagerspeicher gehabt. Jetzt war die Wahl 10 Tage später anberaumt, und afrikanische Regierungen neigen dazu, vor der Wahl ihren Wählern alles recht zu machen. Das ist ja in Deutschland auch nicht anders. Aber dort ist es so, womit du die Leute am glücklichsten machst, sind natürlich niedrige Preise. Und gerade niedrige Preise bei den Grundnahrungsmitteln. Und das Grundnahrungsmittel in den größten Teilen oder ja, in den meisten Ländern Afrikas ist Maismehl. Mais. Also daraus machen die so ein Brei. Wir haben das gegessen, als wir zusammen in Südafrika waren. Und wenn das günstig ist, mal ganz plump gesagt, sind die Leute glücklich. Und da es jetzt kurz vor der Wahl war, hat die Regierung plötzlich festgelegt, es darf kein Mais mehr ins Ausland exportiert werden. Und der Stewart hatte schon feste Verträge mit Mühlen im Kongo, denn dort wächst das Zeug nicht so gut, aber der Bedarf ist da, der Kongo wächst, die Bevölkerung wächst und die brauchen Nahrung. Aber um den Maispreis zu drücken, hat die Regierung kurz vor der Wahl gesagt, keine Exporte. Dadurch hast du natürlich einen Überfluss in dem Land, in diesem Fall Sambia, der Preis geht runter. Aber der Stewart hat da innerhalb von 10 Tagen fast 100.000 Euro verloren. Durch so eine blöde Regelung, die auch gar keinen Sinn macht, weil in Sambia verrottet ein Teil des Maises, weil die können ja auch nicht mehr essen, nur weil der Export verboten ist. Und im Kongo haben die nicht genug davon. Ganze Hungersnöte können durch solche schwachsinnigen Gesetze oder Regelungen ausgelöst werden, die völlig unnötig sind, weil es gibt genug Nahrung, sie wird nur nicht passend verteilt. So, dann hat der mit Mühe und Not einen vernünftigen Vertrag bei einer Mühle in Sambia bekommen, denn das Komische war, Maisexport war verboten, aber Maismehl darfst du exportieren. Das sorgt auch wieder dafür, dass die ganze Produktionskette natürlich profitiert von dieser Regelung und die Leute glücklich sind, weil die Regierung sorgte dafür, dass ich mehr Geld habe quasi und der Maispreis günstig ist. Dann hat er einen Vertrag abgeschlossen über 1000 Tonnen Mais. Bedingung war, er musste das innerhalb von 5 Tagen zur Mühle liefern. Und just an diesem Donnerstag, am Mittwoch ist er extra nach Lusaka gefahren, 500 Kilometer hin und zurück, um den Vertrag zu unterzeichnen. Am Donnerstagabend, Freitag sollte das Packen losgehen, hat die Regierung 4
nationale Feiertage ausgerufen. Beginnend am Freitag. Das heißt, die haben Donnerstagabend erzählt, passt auf Leute, morgen, Samstag, Montag und Dienstag habt ihr frei. Und am Donnerstag ist Wahl. Ist das nicht geil? So nach dem Motto, wählt uns. Wenn ihr uns wählt, braucht ihr nie mehr arbeiten. Problem ist natürlich, der kann keine 1000 Tonnen Mais alleine packen. Dann war es Ende des Monats, die Banken hatten geschlossen, weil ja plötzlich Feiertag war. Der konnte seine Mitarbeiter nicht bezahlen, weil die Bank war zu. Und du hast irgendwie keine 10.000 Euro Cash daheim rumliegen, nur weil du deine Mitarbeiter bezahlen musst. Der geht zur Bank, hebt es ab, gibt denen das oder gibt denen sogar einen Bankscheck oder wie auch immer. Naja, das heißt, er konnte seine Mitarbeiter nicht bezahlen. Durch den staatlichen Feiertag musste er wählen, ob er sie entweder illegal beschäftigt und ihnen das Doppelte bezahlt, damit sie überhaupt kommen, weil sie müssen ja nicht, oder eben, ja, den ganzen Vertrag alles sausen lässt. Und ich hätte diese Geschichte, hätte ich die irgendwo in der Zeitung gelesen, hätte ich nicht geglaubt. Wenn wir nicht bei dieser Familie gelebt hätten, der hat mir die Unterlagen gezeigt, der hat mir die Ankündigung gezeigt, ist ja in Sambia alles in Englisch. Ich habe gesagt, das können die doch nicht machen, das geht doch nicht, so funktioniert doch ein Land nicht. Da bricht ja alles zusammen, da baut doch keiner mehr Mais an, wenn er so durch die Gegend geworfen wird und sich auf gar nichts verlassen kann, was da an der Spitze gemacht wird. Aber das ist da so. Also, unglaublich. Und dementsprechend war der angepisst und das war noch milde ausgedrückt. Also die Arbeit von einem ganzen Jahr, und es ist auch nicht so, als würde der am Arsch sitzen und Geld verdienen. Der steht morgens um 4:30 auf und geht abends um 11:30 ins Bett. Und das ein Jahr lang. Und dann erzählt dir so ein Präsident quasi in einer 2-Minuten-Ansprache, pass mal auf, alles, was du dieses Jahr gemacht hast, ist für'n Arsch, weil wir nämlich jetzt den Maispreis einstampfen. Und es ist schön, dass du gearbeitet hast, es ist auch schön, dass du Mais hast, aber du kriegst dafür kein Geld. Also, wäre ich ausgerastet. Und da machst du nix. Naja, und das war schon, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es war interessant, so eine Geschichte mal aus erster Hand mitzuerleben. Also das, was man da so an Börsenpreisschwankungen und Hungersnöten und Wahlmanipulationen hört, das kann man sich alles immer schwer vorstellen, wenn man das mal so in der Zeitung liest, weil du kannst diese ganzen Aspekte, diese Komplexität, die kannst du überhaupt nicht beleuchten. Selbst das, was ich jetzt erzählt habe, das ist nur ein Bruchteil dessen, was dazugehört. Aber es ist interessant, wie eins das andere beeinflusst und wie wirklich manipuliert und gesteuert wird und die meisten Menschen das gar nicht raffen, weil es ja zu komplex ist.